Leinen los. Ein Schiff fährt über die bewegte See. Das Ganze ist eine Geburtstagskarte, eine Ziehkarte. Wie du diese Kartenfalltechnik einfach und schnell anfertigen kannst, das zeige ich dir jetzt. Das Ganze kurz und knackig, also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. In meiner Reihe Kurz und Knackig Kartenfalltechniken sind wir heute bei der Ziehkarte angelangt. Ich habe hier eine mit einem Boot, das auf dem Meer hin und her fährt, und das Ganze ist eine Geburtstagskarte. Gute Reise durchs neue Lebensjahr. Mal gar nicht mit viel Aufwand, sondern eigentlich ganz einfach. Ja, was brauchst du dazu? Ich habe das Stempelset Leinen los verwendet und dieses Oceanfront und entspannte Momente auch noch, aber das geht natürlich alles mit einem Set und jetzt geht es um die Mechanik. Für diese Karte brauchst du ein Stück Farbkarton für die Grundkarte in den Maßen 14,5 x 21 cm und ich habe eine Falzlinie angelegt bei 10 cm und bei 20 cm. Außerdem habe ich in weißem Farbkarton, also in Grundweiß, einmal im extra starken in 9,5 x 14 cm ein Stück und die gleichen Maße, also 9,5 x 14 cm ein Stück im normalen Grundweiß Farbkarton. Ja, wir brauchen den Papierschneider, Stempelkissen und wir gestalten auch die Karte so schnell wie es geht. Also das ist einfach eine schnelle Technik, das ist das dünnere Papier. Ich nehme hier diesen Stempel mit dem Himmel und verwende den einfach für den Hintergrund. Das kannst du alles ganz anders machen, aber als ich das vorhin gemacht habe, hatte ich das Gefühl, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Und wie gesagt, da geht natürlich alles, aber ich stempel das jetzt mal hier einfach so wüst vor mich hin. Das eine ist der Himmel und dann sehe ich zu, dass ich hier eine Linie hinkriege, da kommt das Meer davor. Ich finde das auch nicht schlecht, dass das, oder gar nicht schlimm, dass das so gekachelt aussieht. Für mich macht das gar nichts. Und hier vorne kommt auch noch eine Kante hin. Du kannst das natürlich ganz anders machen. Haben wir ja schon viele Stempeltechniken gesehen. Aber ich will das so machen. Auf die Seite kommt hier aus meinem Set Entspannte Momente der Stempel mit der Frau, die aufs Meer schaut. Passt ja hier. Den setze ich hier auf die rechte Seite. Ein bisschen tiefer. Auch das fertig und dazu nochmal mein Hintergrundstempel, der eigentlich der Himmel ist, und den schiebe ich jetzt hier einfach so drüber. Und unten auch noch mal ein Stück. Und schon ist das fertig. Jetzt nehme ich mir aus diesem Set den Spruch Gute Reise durchs neue Lebensjahr und stempel den in Memento. Wie gesagt, das Ganze ist ja kurz und knackig gedacht. Deswegen hier mal so ein ganz schnelles Ding. Da gibt es ja 1000 andere Möglichkeiten und jetzt geht es an die Technik. Wir nehmen unseren Farbkarton, falten ihn einmal bei 10 cm und dann unten bei den 20 cm haben hier diese Klebefläche. Bringen da auch schon unser doppelseitiges Abreißklebeband drauf. Und je nachdem, wie du es schöner findest, ich finde es schöner, wenn die unten ist, die Klebefläche. Und zwar so rum, dass hier hinten dann die Klebefläche ist. Dann kommt hier mein Motiv drauf und das ist dieses. Das kleben wir jetzt hier mal drauf. Schön mittig, Mattung, überall gleichmäßig, sagt es. Das passt. Das passt. Manchmal sage ich ja was und tue was ganz anderes. Genau. Dann nehme ich eine Kreisstanze, die ich nur noch habe,
Ansonsten mit einem anderen Kreis oder einfach hier das mal so ausklinken. Ein Kreis ausstanzen. So, dann haben wir dieses Element und wir können uns das schon vorstellen, wie sich das hier lang schieben wird. Wunderbar. Ein Schiebeelement, das habe ich schon mal vorbereitet. Das ist mit der Handstanze gestanzt, leinenlos. Ich habe es dann auf die Klarsichtfolie geklebt. In Rot den Mast, die Segelbelage in Weiß und das lassen wir hier lang fahren. Hier unser Zierelement. Nach wie vor alles ganz simpel. Das Blau ist cool, oder? Abendblau. Okay, jetzt nehmen wir nochmal den Papierschneider und schauen uns mal an, wo das Boot lang fährt. Ich schau mal hier. Das fährt einfach mitten auf dem See und das ist in der Höhe von 3,5. Und da wir ja die Falzlinie noch unten dran haben, lege ich es jetzt so rum ein bei 4,5 und den Arm lege ich bei 1,5. Du siehst, ich habe jetzt den Zentimeterarm Tatsache dran. Die Karte ist ja 14,5 im Ganzen breit, also ziehe ich von 1,5 bis zu 13. Bei der dunklen See sehe ich es nicht, aber jetzt ist es genau. Da ziehe ich meine Linie lang. Und hier wird gleich das Schiff lang. Ja, viel mehr ist das nicht. Jetzt wird nur noch mit einem kleinen Beinchen gearbeitet. Schauen, dass das gut sitzt. Gerade ist es auch. Jetzt wird das Schiff bewegt. Ich nehme doppelseitiges Klebepunkte und zwar so ein Randstück und klebe das hier hinten auf mein Boot unten drauf. So. Und dann habe ich ein Häkchen mir gebaut, beziehungsweise baue ich mir noch in der Breite, wie das Boot unten die Wasserkante hat, also die Kante, die ins Wasser geht. Das heißt natürlich anders, aber ich nenne das jetzt hier mal Wasserkante. Und so breit wie mein Klebestück ist. Jetzt ziehe ich hier die Schutzfolie ab und klebe das unten gegen. So, sitzt wunderbar. Schauen wir mal, ob das von der Technik her funktioniert. Ich schiebe das jetzt hier rein, hast du es gesehen? Das Beinchen einfach hier rein. Dann setze ich das gerade an, drehe das Ganze um, schaue, dass das hier gerade sitzt, gehe mit meinem doppelseitigen Abreißklebeband hinten dagegen und dann passt das. Bei mir klingelt es an der Tür. Jetzt schauen wir mal, ob das Boot gut fährt. Ja, da müssen Sie jetzt einfach mal warten. Funktioniert das nicht. Wir drehen ja Video. Okay, weg drinne. Gerade. Und dann kommt die Karte. Einlage. Hier drüben wird sie mittig gesetzt. Noch klebe ich nicht. Mittig. Wenn es genau mittig sitzt, notfalls mache ich das mit einer Klammer. Und hier draußen setze ich jetzt das Boot gerade auf. Liegt mein Boot erstmal davon. Kurz und knackig ist gut, aber es muss gerade sein. Schauen wir nochmal. Passt. Sitzt ordentlich. Okay. Lege ich es flach und du siehst, wie Sie sehen Sie nichts. Moment. Den Klebestreifen nochmal auftragen. Und das Ganze nochmal kurz und knackig ransetzen. Und diesmal kommt das Hilfsmittel dazu. Das bedeutet, ich halte es hier drüben nochmal ran. Lege das gerade hin. Kurz und knackig hin oder her funktionieren muss es, genau. Jetzt sitzt es gerade. Gut. Und jetzt nehme ich hier die Schutzfolie ab. Setze mein Boot vorne wieder gerade. Wunderbar. Jetzt sitzt es gerade. Lege mein Papier hier gerade auf und nun passt es. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Bist du so gespannt wie ich? Genau, mein Boot fährt hier lang. Wunderbar, so wollen wir das haben. Okay, Schutzfolie hinten abziehen von der langen Linie. Und gerade draufklappen. Bündig links und rechts. Ja, und mein Boot fährt übers Meer. Wunderbar. Ziehe ich das hier noch raus und wenn du hast eine Stanze,
Notfalls einmal anmarkiert, mittig legen, Loch anmarkieren, ausziehen, lochen, Band anbringen und dann ist die Mechanik komplett. So, hier mache ich noch, wie hier drüben, ein Schleifchen drum. Das mache ich gleich. Und du siehst hier meine Ziehkarte. Ja, kurz und knackig. Und obwohl es einmal kurz nicht gepasst hat, hat funktioniert. Okay, das war meine Anleitung. Eine ausführliche Anleitung gibt es in den nächsten Tagen oder vielleicht ist sie schon online. Schau einfach mal auf meinem YouTube-Kanal. Weitere Anleitungen verlinke ich dir hier. Hier gibt es einen Ordner mit kurz und knackigen Kartenfalltechniken und noch viele andere Anleitungen. Also, wir sehen uns gleich, hoffe ich, in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.